Hallo liebe Welt, wir sind Tedda und Etu. Wir widmen unser Leben der Kunst und wir arbeiten daran, davon leben zu können. Tedda hat Kunst studiert, ich nicht. Welcher Weg war letztendlich der bessere? Muss man das überhaupt studieren, um Künstler zu sein? Darum geht's heute. Wir sind heute unterwegs, um Aufnahmen für eine Fotoserie zu machen, an der ich jetzt bestimmt schon 4 Jahre arbeite. Wenn man es ganz grob zusammenfassen will, dann beschäftigt sich die Serie mit dem Verhältnis von Mensch und Natur. Also wie beeinflusst der Mensch den Raum, in dem er lebt. Und für die Serie sammle ich jetzt schon seit Jahren alle möglichen Spuren, die Menschen in der Landschaft hinterlassen, wenn sie nutzen oder dort leben oder sie regelmäßig passieren. Und wenn man mal seinen Blick dafür schärft, dann ist es wirklich erstaunlich, wie wir überall unsere Abdrücke hinterlassen. Im Guten wie im Schlechten, im Schönen wie im Hässlichen, die Welt formen, in der wir uns bewegen. Und dass ich jetzt schon so lange an der Serie arbeite, ist für mich ein sehr, sehr schöner Prozess, den ich wirklich erst lernen musste. Und zwar erstaunlicherweise nach dem Studium lernen musste. Und wenn ihr unsere letzte Folge geschaut habt, dann wisst ihr ja, dass wir ziemlich abgesoffen sind. Emotional, aber auch ganz tatsächlich. Falls ihr das ganze Debakel nochmal miterleben wollt, schaut gern nochmal rein, verlinken wir unten. Bevor wir jetzt aber weiter darüber reden, wie ich die Kunst eigentlich erst so richtig nach meinem Kunststudium für mich verstanden habe, müssen wir erstmal noch ganz kurz aufräumen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Wenn man das Chaos Handgriff für Handgriff und Schritt für Schritt beseitigt in der tatsächlichen fühlbaren Welt, dann sortiert sich auch das innere Chaos ein bisschen. Und vielleicht merkt man das am Anfang gar nicht. Während man noch schnippelt und schneidet und räumt, denkt man vielleicht noch seine aufgeregten Gedanken. Aber irgendwann ist man fertig und richtet sich auf und stellt fest, dass man auf magische Weise nicht mehr ganz so aufgebracht ist. Im Kopf kann sich eben sehr vieles verselbstständigen und hochschrauben. Aber durch die körperliche Arbeit verbindet man sich wieder mit dem, was tatsächlich da ist. Und die Dinge gewinnen wieder an Perspektive. Wir können es entweder auf die Wiese einfach legen oder wir legen es halt ins Bild. Ich wollte gerade sagen, auf die trockenste Stelle, aber ich glaube nicht, dass es noch irgendeine trockene Stelle gibt. Ja, welche wäre das denn? Also unser Job ist jetzt, die Pumpe zu betätigen, damit das Wasser aus der Zisterne durch den Schlauch auf die Wiese fließt. Denn die Zisterne ist voll und das Wasser steht. Und beim nächsten Regen gibt es sonst, ein Flüsschen. So, hier ist der Schalter für die Pumpe. So. Na dann mal los. Zuerst auf den Rasen und dann nochmal an den Tulpenbaum legen. Der hat ja sonst auch wieder als erstes Stress, wenn dann die nächste Trockenheit kommt. Wir müssen noch einen Funkgerätetest machen vorher. Test. Teddy. Und läuft's? Das ist krass, man sieht hier noch gar nichts, dass es ablaufen würde. Naja, das ist ja auch so ein riesen Tank bei uns. Das ist, ich weiß jetzt nicht wie viel, 10.000 Liter oder so. Ah, jetzt sieht man eine ganz leichte Bewegung, als würde die Ebbe einsetzen. Roger, Roger. Weiter beobachten. Jetzt ist das Wasser gleich abgelaufen. Okay, bis dann. Machen wir noch, weiß ich nicht, 1 Minute weiter oder 2. Da kommt ja noch eine Husche nachher. Ja. Jetzt ist es gleich wieder voll. Wasserstopp. So, das war das. Und dieser randvolle Bottich, der steht symbolisch irgendwie dafür, dass sich manchmal auch genau im richtigen Moment das Schicksal dreht. Man weiß vorher natürlich nie, ob und wann das passiert.
Und genau deshalb muss man manchmal einfach durchhalten. Geduld und Vertrauen haben. Und die Pflanzen so, Moment, wir haben doch schon genug. Und irgendwann ist der Moment zum Lernen, Wachsen und sich befreien da. Ich habe ja Kunst mit der Richtung Fotografie und Film studiert. Und an der Hochschule, beziehungsweise an den Hochschulen, an denen ich studiert habe, war das üblich, dass man pro Semester so an 1 bis 3 größeren Fotoserien gearbeitet hat. Und jede dieser Serien wurde in jeweils einem Kurs von einem Professor oder einer Professorin betreut. Man hat dann eben im Idealfall jede Woche seinen Zwischenstand präsentiert. Man bringt also zum Beispiel seine Fotoabzüge mit, hängt sie an die Wand und dann wird gemeinsam darüber gesprochen. Wo steht man gerade beim Fotografieren der Serie? Welche Schwierigkeiten hat man vielleicht? Welche Art von Inspiration oder Rückmeldung braucht man vielleicht, um weiterzukommen? Und das ist an und für sich ein tolles Konzept. Aber es funktioniert natürlich immer nur so gut, wie die Zusammensetzung der Menschen in einem Kurs funktioniert. Da kommen halt einfach junge Menschen zusammen, die sich alle in ihrer Identität noch nicht so richtig sicher sind und schon gar nicht in ihrer künstlerischen Identität in den meisten Fällen. Und da passiert dann natürlicherweise auch sehr viel Abgrenzung. Und das gehört dazu, das ist auch total in Ordnung. Aber ich bin halt sehr empfänglich für jede Art von Vibe, die irgendwie so in der Luft rumwabern. Und wenn da einfach ein Haufen junger Menschen zusammen ist, die alle noch in der einen oder anderen Ecke ihres Selbst unsicher oder ungefestigt sind, wie man in dem Alter halt nun mal ist, dann passieren die erstaunlichsten Dinge an menschlichem Verhalten. Weil man zeigt ja seine Arbeiten im Plenum. Jeder kann was dazu sagen, nicht nur die Betreuenden. Und da haben dann einfach unterschiedliche Studierende unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Es gibt dann Studierende, die grundsätzlich alle Arbeiten aller anderen kritisieren. Irgendwas daran finden, was noch nicht optimal ist. Und so bauen sie dann einen Wall der Einschüchterung um sich selbst auf, sodass sich kaum noch jemand traut, sie zu kritisieren. Weil sie den Eindruck erwecken, sie stünden so ein bisschen über den Dingen und wüssten schon, wer was kann oder wer was nicht kann. Oder es gibt Studierende, die grundsätzlich alle anderen Studierende, die sie als Konkurrenz wahrnehmen, ganz extrem kritisieren. Und versuchen so mit dem Ellbogenprinzip erstmal diejenigen wegzubeißen, die ihnen gefährlich werden können. Es gibt natürlich auch ganz viele Studierende, die super konstruktive Sachen sagen, die einfach Inspiration teilen, Ideen teilen. Das gibt es natürlich auch. Und in den meisten Fällen gibt es das vor allem. Aber es gibt eben auch dieses destruktive Vorgehen. Und ich will nicht mal sagen, dass das böse Absicht ist. Ich glaube, dass vieles davon unbewusst passiert oder aus einer eigenen Unsicherheit oder aus einer eigenen Furcht vor Kritik. Und ich war immer eine von den Stillen, die eigentlich nie was gesagt haben, außer wenn sie den Eindruck hatten, dass sie jetzt was wirklich Hilfreiches und Konstruktives sagen können. Und dann habe ich auch immer nur Hinweise oder Inspirationen geteilt, weil ich immer einen riesen Respekt davor hatte, jemandem etwas Kritisches zu sagen, auch wenn das natürlich den Menschen total weiterhelfen könnte. Aber so ein künstlerisches sich entwickeln ist halt ein total verletzlicher Prozess, oder zumindest habe ich das so empfunden. Und ein zu harsches Wort zum falschen Zeitpunkt kann echt viel kaputt machen. Und der Verantwortung war ich mir immer sehr bewusst. Wahrscheinlich ein bisschen zu bewusst. Die meisten Menschen vertragen ja schon Kritik irgendwie, wenn man sie vernünftig äußert und können dann damit konstruktiv umgehen und was Gutes damit anstellen. Aber ich würde schon sagen, dass grundsätzlich nicht unbedingt sparsam mit Kritik umgegangen wurde. Also vielleicht hat es jetzt auch nicht unbedingt gefehlt, dass ich die nicht geäußert habe, weil ich glaube, es wurde insgesamt schon genug Kritik geäußert. Und es gab zum Beispiel Rückmeldungen, die lautete einfach nur, tja, das ist es halt nicht. Ja, nee, das Bild stresst mich halt irgendwie. Nee, mach irgendwas anders. Ich weiß auch nicht was, aber irgendwas musst du anders machen. Und das ist natürlich nicht hilfreich. Das ist einfach nur demotivierend. Und ich habe zum Glück selber nicht oft solche Kommentare gekriegt. Ich bin tatsächlich ziemlich gut durchs Studium gekommen und habe es auch sehr gut abgeschlossen. Aber es gab durchaus einige Menschen, die die Kursräume auch tränenüberströmend verlassen haben. Und es gab auch einige Menschen, die das Studium hingeschmissen haben, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, ich kann das nicht, ich passe hier nicht rein, ich schaffe das nicht. So sehr lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte deswegen im Studium immer das Gefühl, dass ich vorsichtig sein muss, womit ich mich aus der Deckung wage. Wenn das in mir noch nicht genug gereift ist, wenn das noch nicht gefestigt genug ist, dann bin ich selber nicht gefestigt genug für die Rückmeldung, die ich vielleicht kriege. Auch wenn sie freundlich und konstruktiv ist. Weil es ist ja immer ein sehr intimes Stück Seele, was man da zeigt. Und ich habe deswegen sehr lange meine Arbeiten bebrütet sozusagen und
habe mich oft erst sehr spät getraut, was zu zeigen und vor allen Dingen erst dann, wenn das Konzept und die Richtung, in die die Fotoserie gehen sollte, so gut erkennbar war für Außenstehende, dass ich mir auch sicher sein konnte. Wir alle reden dann auf jeden Fall über dieselbe Sache. Okay, und dann können das immer noch Menschen blöd finden, aber wir sind uns auf jeden Fall einig, worüber wir reden. Und es ist nicht nur so eine vage Idee, die man vielleicht auch völlig anders verstehen könnte, als ich sie gemeint habe. Und das hat dieses ganze künstlerische Arbeiten für mich zu einem relativ verkopften Prozess gemacht, weil ich einfach zu unsicher war, mich verletzlicher zu machen. Und ich habe mich deswegen auch wenig getraut, einfach nur Sachen auszuprobieren, mal irgendwas zu machen, was ich später verwerfe oder irgendwas anzufangen, von dem ich noch nicht genau weiß, wo das hinführt. Und auch das ist erstmal nichts Schlechtes, weil ich habe so auf jeden Fall gelernt, sehr sicher zu konzeptionalisieren. Und nach dem Studium habe ich mich dann auf eine gewisse Weise auch befreit gefühlt von dieser Notwendigkeit zu konzeptionalisieren und mich ständig Rückmeldungen auszusetzen und mich ständig in so einem Kosmos zu verorten. Und dann bin ich eines Tages einfach in den Wald gegangen und hatte Lust zu fotografieren und habe das einfach gemacht, ohne zu wissen, wo das hinführen soll. Und das war sehr lange in mir verschüttet zu dem Zeitpunkt. Und es hat sehr gut getan, das freizulegen. Ich habe dann einfach bestimmt ein halbes Jahr fotografiert, ohne genau zu wissen, wo das hingehen soll. Aber ich hatte einfach Freude daran. Und indem ich diesem Pfad der Freude am Fotografieren gefolgt bin, auf eine ganz intuitive Art und nicht so verkopft, wie ich das vorher immer gemacht habe, bin ich zu dieser Fotoserie gekommen. Das war jetzt ein sehr weiter Bogen, aber so ist es geschehen. Indem ich das erste Mal, seit ich angefangen habe, das zu studieren, einfach der Freude am Schaffen gefolgt bin, ohne nachzudenken, ist die Serie entstanden, an der ich jetzt seit Jahren mit sehr, sehr viel Herzblut arbeite und die mir immer noch seit Jahren genau die gleiche Freude macht. Deswegen, konzeptionalisieren ist wichtig, sich Kritik und Rückmeldung aussetzen ist wichtig, sich andere Künstler anschauen ist wichtig, ist alles wichtig. Aber das Allerwichtigste ist, immer auf die eigene Stimme zu hören und sich nicht zu sehr verrückt zu machen mit dem, was andere Menschen damit machen. Gerade in der Kunstwelt gibt es immer irgendwelche Trends und Strömungen und Dinge, die gerade gehen und die gerade nicht gehen und Sachen, die es schon gab und die angeblich auserzählt sind oder Dinge, die es jetzt unbedingt braucht. Aber wenn etwas aus eurer Seele rauskommt, dann kann damit nichts Falsches sein. Dann hat es ultimativ seine Berechtigung. Und dann muss man sich auch nicht verrückt machen mit dem, was der Kunstmarkt gerade so macht. Der kann sein Ding machen, das ist alles in Ordnung. Ich denke, in der Kunst geht es am ehesten darum, dass man das, was in einem ist, in die Welt rausträgt. Und das, was in einem ist automatisch noch nie da gewesen, weil es ist eure Wirklichkeit, eure Wahrheit, euer Innenleben, die Art, wie ihr die Welt seht. Das hat immer und auf jeden Fall seine Berechtigung. Folgt einfach dem Pfad der Freude, der Inspiration, dessen, was in euch ist und raus will. Und dann wird schon alles gut. Nicht entmutigen lassen. Also, sollte man Kunst studieren oder lieber nicht? Aus meiner Sicht ja und nein. Ja, studiert das, wenn Kunst wirklich eure Leidenschaft ist. Wenn ihr euch darin auch nicht verunsichern lasst und wenn ihr stattdessen vielleicht sogar von den Anregungen und Rückmeldungen anderer richtig profitieren könnt. Studiert es vielleicht eher nicht, wenn Kunst euer ganz zerbrechliches Baby ist, das vielleicht eher von den rauen Winden der Außenwelt beschützt werden muss. Dann behaltet es vielleicht lieber ganz für euch allein. Und mein Weg zur Kunst als Lebensentwurf, der war ziemlich anders als der von Tedda. Und das erzähle ich euch gleich, aber jetzt muss ich ganz fix noch ein paar Nadeln wegfegen. Auch diese Aufgabe hat einen Sinn, und zwar sind das hier sehr große Wassertanks, die wir zur Bewässerung der Pflanzen brauchen. Wenn man diesen Deckel aufschraubt, weil man neues Wasser aus einem noch viel größeren Wasserreservoir da reinlassen möchte, dann ist es ganz gut, wenn keine Nadeln reinfliegen. Wenn die Nadeln da reinfliegen, dann verstopfen die im schlimmsten Fall irgendwann den Abfluss, also quasi die Wasserleitung, die wir dann zum Bewässern nutzen, also den Schlauch. Ich glaube, das reicht erstmal für heute. Was ist denn der Wasserstand so? Na, das gucken wir jetzt gleich mal nach, mein Teddy. Ach, da ist noch eine drin. Das ist gut. Dass es immer gut geregnet hat, immer wieder. Große Mengen, sehr ungewöhnlich eigentlich für hier. Deswegen mussten wir noch gar nicht so viel Gießkannenrennen machen oder Schlauchwässern. Das kann sich jederzeit ändern. Gerade ist zum Beispiel extreme
Hitze und wer weiß, wie lange die anhält. Wir haben natürlich immer ganz viele Tagesziele, die wir versuchen unter einen Hut zu bekommen. Und unser großes Ziel ist natürlich, schöne Sachen in die Welt zu setzen, die Menschen Freude machen und die sie berühren im besten Fall. Und wir wissen es sehr zu schätzen, wenn ihr eure Zeit mit uns teilt und wenn ihr uns ein Stück oder vielleicht auch die ganze Reise begleiten möchtet. Und kommt mal mit. Als ich 19 war und dann hätte ein Musikstudium gehen können, da habe ich viel zu wenig theoretisch gewusst über Musiktheorie. Wäre da gar nicht aufgenommen worden. Und Klavier konnte ich auch nicht spielen und solche Sachen, die ja schon ziemlich wichtig sind. Also, was habe ich gemacht? Naja, ich habe mich immer schon für sehr viele Sachen interessiert, besonders für dieses Leben. Und die einzelnen Bausteine dieses Lebens und wie wir uns Menschen das gestrickt haben. Ich habe studiert Politikwissenschaft, Psychologie und Friedens- und Konfliktforschung. Das waren 8 Jahre Studium hintereinander, 2 Bachelor, 1 Master. Eigentlich eine prädestinierte Laufbahn für 2 Dinge. Entweder Taxifahren, was der gute alte Witz ist in Sozialwissenschaft, oder Wissenschaft. Ich habe das nie mit der Absicht gemacht, in irgendein bestimmtes Berufsbild da mitzukommen, sondern ich habe die Sachen aus intrinsischer Motivation gemacht, weil sie mich interessiert haben, weil ich mehr darüber verstehen wollte. Ich hatte immer das Vertrauen so, na, wird schon. Stand ich also da mit 3 ziemlich wertvollen Abschlüssen. Also für mich, jetzt wird mich ja die ganze Arbeitswelt mit Kusshand nehmen. So, was ist dann passiert? Nichts. Nicht nur haben sie mich nicht mit Kusshand nicht genommen, sondern es ist einfach gar nichts passiert. Ich habe 700 Bewerbungen geschrieben, Referatsstellen, wissenschaftliche Mitarbeiterstellen. Das Letzte, was ich dann gemacht habe, war, in eine große Stadt zu fahren, von Tür zu gehen, im übertragenen Sinne. Ich habe mir davor eine Liste gemacht von 20 potenziellen Arbeitgeberinnen, ohne dass die was ausgeschrieben hatten. Und habe geklingelt und habe gesagt, hier bin ich. Das kann ich, hier ist mein Lebenslauf. Ich würde gerne bei euch arbeiten. Das war eine total gute Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen das überhaupt nicht erwarten. Also die waren auf eine, ich würde sagen, meistens gute Art total perplex, dass jemand, der einen Job sucht, tatsächlich kommt und sagt, Mensch, wollen wir uns nicht mal unterhalten. Aber hier kommt das, was das Universum macht. Damit, zumindest ist es meine Interpretation. Weil, so schlimm diese Zeit auch war für mich, ich habe all die Jahre, und damit habe ich Anfang 20 angefangen, sehr, sehr viel geübt. Und ich habe angefangen, mich sehr viel mit Jazztheorie zu beschäftigen. Und Jazztheorie oder tiefe Musiktheorie ist so eine Sache wie für mich für Mathe. Ich habe anfangs Mathe in der Schule gehasst. Ist ja ein total unbekanntes Phänomen. Und so ging es mir auch. Durch einen Auslandsaufenthalt habe ich quasi all die Sachen nochmal gelernt, die man eigentlich hätte davor lernen müssen. Und dann kam ich wieder nach Deutschland und ich habe Mathe geliebt, weil ich es jetzt verstanden habe. Cool, ich habe sogar Mathe-Abi gemacht. E-Funktion war toll. Als ich das gesehen habe, habe ich mich gefreut. Aber wahr, ihr könnt eure Häme gerne über mich ausschütten, aber wir können auch einfach nur zusammen lachen darüber. Wirklich tiefe Musiktheorie und da geht es noch nicht mal um Tritonus-Substitution und Doppeldominanten und so ein Zeug, sondern wie alles verschränkt ist, besonders im Jazz. Jazz wird ja immer als eine Musikrichtung bezeichnet, in der es keine Regeln gibt, aber nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Es ist eher so, dass man extrem viel lernen kann darüber. Und dann muss man das alles vergessen. Learn the changes, then forget them. Ganz grandioser Satz, den habe ich mir dick hinter die Ohren geschrieben. Ich habe das alles aufgesogen und ich fand das super. Boah, ich hatte so einen Drive, das alles zu lernen. Und so gingen halt meine ganzen 20er bis 30er, war eine riesige Lernkurve. Gleichermaßen habe ich aber auch mehrere Stunden geübt, jeden Tag, egal wo ich war, auch im Urlaub, auch wenn ich Leute besucht habe. Ich habe viele Leute auch gar nicht besucht, weil ich üben musste. Freunde und Bekannte, die mich erlebt haben in der Zeit, die kennen das. Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht, heute Abend, ich muss üben. Oder wenn ich sie besucht habe, hatte ich die E-Gitarre mit, um zu üben. Niemand hat mir gesagt, du musst üben, weil du machst ein Musikstudium und du musst irgendwas erreichen und das sind deine Semesterarbeiten und da musst du das vorspielen und so weiter. Nein, das ist alles in mir drin gewesen und ich bin diesen ganz langen Weg selber gegangen, weil ich es musste, ich konnte gar nicht anders. Das Tolle ist, dass man dann halt immer mehr lernen kann und mit der Zeit erkennt man immer mehr Muster und es wird immer einfacher. Und ich glaube, je mehr
man diese Muster hat in sich und indem man die Sachen wirklich durchdringt und weiß, was passiert, erst dann kann man wirklich was Neues machen. Das ist vielleicht so wie in der Matrix, so wie diese Darstellung, wenn man auf einmal die ganzen Zahlen sieht. Deswegen braucht es manchmal Zeit, obwohl man genau weiß, wo man hingehört, weil alle Sachen, die man menschlich geben kann, in diese eine Sache kanalisieren kann. Was euch vielleicht Mut macht, falls ihr selber irgendwie überlegt, was zu starten oder auf euch zu hören, ist, das kann extrem lange dauern. Die Entwicklungskurve in einem selber, bevor man wirklich den letztendlichen Schritt geht. Ich glaube, die wichtigste Lernerfahrung ist, das, was wirklich richtig ist für einen, ist das, was einen umtreibt, ohne dass es selbst Arbeit bedeutet. Also die Arbeit, von der man nicht genug kriegen kann, die einen auch fast um den Verstand bringen kann und die man aber trotzdem mit aller Liebe, die man hat, macht. Das, finde ich, ist die richtige Arbeit. Und dann weiß man auch, dass man an der richtigen Stelle ist. Muss man das studieren oder nicht? Die Antwort auf die Frage hängt ganz davon ab, was für ein Typ Mensch man ist und welche Charaktereigenschaften man hat. Wenn man sehr gerne lernt, sehr wissbegierig ist und trotzdem sehr organisiert und diszipliniert arbeiten kann, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass man sich selber ausbildet. Und wie in meinem Fall ist es dann vielleicht sogar möglich, auch nebenbei noch was komplett anderes zu machen. Es kann aber auch sein, dass man diese Strukturen lieber von außen haben möchte und dass man Menschen hat, die einen anleiten und sagen, versuch mal das. Ich wollte die Sachen immer lieber selber rausfinden. Diese Entscheidung ist eine total persönliche und da kann man sich nur auf sein Gefühl verlassen und sich fragen, was liegt mir eigentlich? Wie lerne ich am besten und wie werde ich am besten zu dem, wie werde ich zu dem, was mir innewohnt? Ja, das ist die Frage. Wenn man Musik aber nicht studiert, sondern sich das alles irgendwie selber drauf schafft, so wie ich, dann hat das natürlich auch ein paar gravierende Nachteile und deren muss man sich bewusst sein. Was man natürlich nicht hat, ist die Möglichkeit, Netzwerke aufzubauen, Kontakte zu knüpfen, Konzerte zu spielen, andere Musikerinnen und Musiker in einem größeren Umfang kennenzulernen. Das sind alles Sachen, die ich natürlich nicht hatte. Ich war quasi die ganze Zeit mehr oder weniger alleine mit mir und meiner Musik in meinem Kopf. Für mich war das richtig so, aber es kann jetzt für den nächsten Menschen ein kompletter Irrsinn sein. Ich habe letztendlich einen Job gekriegt und den habe ich 3 Jahre gemacht und der war in der öffentlichen Behörde. Und der war befristet auf diese 3 Jahre. Und das Wunderhafte an den Kairos-Momenten ist, dass sie sich manchmal erst entpuppen, während wir schon drin sind und eigentlich davor gedacht haben, was ist das denn? Nichts weniger als einer der wichtigsten Weichenstellmomente meines Lebens. Ich habe einen Menschen kennen und lieben lernen dürfen, der wie mein Bruder ist. Und dieser Mensch hat das geschafft, mich aus diesem extrem engen Kokon des Perfektionismus auf der Gitarre immer besser werden und immer mehr üben und Stunden und Tage für Tage und Monate und Jahre da rauszukriegen. Und es ist einfach unsere Freundschaft gewesen, die das hervorgebracht hat, weil er nämlich auch die Musik sehr liebt. Wir haben angefangen, ziemlich bald, nachdem wir uns richtig kennengelernt hatten, uns auf ein riesiges Feld zu setzen mit einem kleinen 15 Watt Verstärker, batteriebetrieben und dazu noch mit 2 Klinkeneingängen. Sprich, man konnte daran 2 E-Gitarren anschließen. Und dieses Ding haben wir mitten aufs Feld geschleppt und haben einfach angefangen, zusammen Musik zu machen. Und das ist für mich nicht weniger als ein Befreiungsmoment gewesen, weil ich quasi in all den Jahren, in denen ich geübt habe, überhaupt nicht mehr in der Schaffenswelt war. Ich war nur noch in der Optimierungs- und Perfektionierungswelt, aber ich war nicht mehr in der Lockerlassen- und Machenwelt. Da ist bei mir der Groschen gefallen dann. Da habe ich verstanden, was es eigentlich ist, was ich tun muss. Nicht mein Leben damit verbringen, anzustreben, der krasseste Gitarrenvirtuose zu werden, sondern Musik zu machen, die mit allen Instrumenten, allen Klängen arbeitet. Und das Fantastische daran ist eigentlich, dass das wie für mich gemacht war. Ich habe das die ganze Zeit in mir gehabt und ich habe es mir nicht erlaubt. Und dieser wunderbare Mensch hat das freigeschlossen, indem wir einfach angefangen haben, aufs Feld zu gehen und wunderbar losgelöst 3-4 Stunden lang bis in die tiefe Nacht Musik zu machen, weil wir da auch niemanden gestört haben. Wunderschöne Momente, die immer ganz tief hier drin sein werden, solange ich lebe. Du weißt, wer du bist. Und ich werde dir unbezahlbar dankbar sein dafür. Immer.
Und vielleicht kommst du ja doch mit eines Tages auf die große Musikreise. Du würdest da eigentlich der Welt echt was wegnehmen, wenn du es nicht machen würdest, aber das weißt du ja. Kein Grund, das nochmal im Internet zu sagen. Das ist ja Druck und so. Braucht ja keiner. Das ist das Schöne, wenn wir wieder irgendwie so ein bisschen in Kairos-Territory gehen, dass diese Momente die ganze Zeit da sind. Und wenn man was wirklich liebt, dann entscheidet es sich von selbst. Das ist das Einfachste und gleichzeitig Schwerste im Leben, dieser Stimme zu folgen, ohne Abstriche. Das heißt nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und das heißt auch, wie ihr in unserem Fall erfahren habt, dass es sehr viele Schwängelinien gibt. Es geht nicht geradlinig darauf zu, aber wenn man das in sich hat und man weiß genau, wer man ist und was man damit machen möchte, für euer Glück ist die Kompassnadel dann, zeigt die in die richtige Richtung. Mein Teddy, wie lange brauchst du denn noch? Ich wollte nur kurz die Tomaten filmen, bevor wir sie demnächst alle aufgegessen haben. Du meinst, die kriegen dasselbe Schicksal wie die Gurken? Sie gehen den Weg Also, allen Verdaulichens. alles Gurkischen, sagt man, glaube ich. Hast du noch was vor? Außer Haken? Naja, wir müssen dann noch diesen Anruf machen, jetzt, Süße. Du weißt schon, diesen einen Anruf. Wir müssen mal den Eddie jetzt anrufen, den du so schön rausgesucht hast. Oder? Is it the time now? It is the time now. It's time for a change. We make a phone call good. And then it all starts tomorrow or so. Oh yes. Yes. Then let's go. Indeed. Ihr seid ja immer noch da. Mensch, das ist toll. Da freuen wir uns natürlich. Und natürlich, das könnt ihr immer als ganz selbstverständlich annehmen, freuen wir uns, wenn ihr euch erzählt, wenn ihr uns erzählt, ob ihr was im künstlerischen Bereich studiert oder es auf eigene Faust versucht oder vielleicht auch, welche Lernerfahrungen ihr gemacht habt, damit euch Sachen selber beizubringen versus Sachen beigebracht zu bekommen. Es ist egal, was man macht, ob man jetzt Kunst macht oder ob man im Supermarkt arbeitet oder Briefe zustellt. Wenn ihr euch dazu mit uns austauschen wollt, dann freuen wir uns sehr. Das werde ich auch nicht müde zu sagen und Taylor nickt auch schon. Deswegen, es gibt diese Kommentarfunktion, aber don't feel pushed. Macht das nach eurem Tempo. Wir bleiben ja noch eine Weile hier. Und falls ihr euch gerade fragt, was quatschen die da eigentlich die ganze Zeit auf der Bank? Naja, das erzählen wir euch nächste Woche. Und wer bis nächste Woche gar nicht genug kriegen kann von zwei Leuten, die mal lustige, mal nachdenkliche und vielleicht auch nicht immer ganz doofe Sachen sagen, dann gibt es hier noch die Playlist aller bisher veröffentlichten Folgen. Und es wird sogar noch besser, weil wer jetzt ein kostenfreies Abonnement unseres Kanals abschließt, bekommt diese seltene Glocke noch dazu. Ja, das machen wir jetzt nur einmal und wir machen es nur für euch. Also, kostenfreies Abo abschließen, kommt hier und dann diese seltene Glocke dazu noch bekommen. Ja? Ja, das war's auch schon. Bis nächste Woche, Freunde. Tschüss!